Wir fahren heute zu Tommy nach Frankfurt. Tommy ist Personal Coach und Ernährungsberater und Tommy zeigt uns heute seine besten Übungen für ein komplettes Fitness-Ganzkörperprogramm. Was man bei den Übungen beachten sollte und vielleicht auch, wie man in nur einem Tag zum Tier wird. Let's grow! Ich mache mich gerade auf den Weg nach Frankfurt zu unserem Freund Tommy. Genau, wir fahren diesmal getrennt nach Frankfurt. Ich treffe gleich Kevin in Mainz und dann geht's zusammen nach Frankfurt. Da ist er! Da ist er! Leitwaffel? Schmeckt gut? Ja, schmeckt super gut. Perfekt. Protein fürs Wochenende. Geiler Typ. Und wie war die Fahrt? Ja, war super geil. Ja? Klimaanlage ist ausgefallen. Echt? Ja. Schon wieder? Ja. Digga, Bei dem was Wetter ist jetzt nicht so schlimm. Habe ich jetzt so Linsen zwischen den Zähnen. Ja, ist richtig. Nice. Lecker. Wie geht's dir, Benny? Bin Willst du eine- gut willst du eine- verkatert, muss ich sagen. Nimm mal eine Linse. Eine Linse. Ob Tommy schafft, aus uns an einem Tag ein Tier zu machen. Oder ob sie da Sand in den Börek getan haben. Was davon? Das könnte sein. Lass mal reinschauen. Guck mal rein. Kevin hat immer noch Probleme mit dem Börek. Im letzten Stück war einfach nur Sand. So Es war viel einfach Sand. ein Sandhaufen. Alter. Warum ist mir Gym wichtig? Ich finde schon so eine gewisse Ästhetik. Warum? Warum? Weil ich mich gut fühlen will in meiner Haut. Ich will gut aussehen. Ich will mich stark fühlen. Auch körperlich stark. Ja. Aber dabei bist du so ein Lauch. Ja, und irgendwie finde ich es auch cool, wenn ich mal der Gedanke, ein starker Vater zu sein oder ein starker Partner, in gewisser Weise so eine Beschützerausstrahlung Ja. auch immer. Ich weiß, es klingt irgendwie super, ja, eigentlich antik, aber ja, es ist trotzdem, ich würde lügen, wenn ich es nicht so sehen würde. Und du? Du willst nur so aussehen, Ja, du willst ich will nicht nur- stark sein. Nein, ich will nur so aussehen. Ich will nicht stark sein. Eines natürlich, man will sich irgendwie gut fühlen. Und wenn man ins Gym geht, dann fühlt man sich halt danach immer irgendwie körperlich, fühle ich mich halt immer viel besser. Ja. Rein vom Gefühl her ist es schon mal saugeil. Und das andere, das mit der Ästhetik. Also ich finde, man wird halt anders wahrgenommen, wenn man stärker aussieht. Ja. Das ist ganz weird, weil früher war ich halt ultra der Lauch und Ja. daher kam halt auch so ein bisschen so der Pain, Ja, dass man immer der Lauch ist. der Lauch ist, genau. Und dann hat man ein bisschen mehr gepumpt und dann wurde man auf einmal anders wahrgenommen. Hey, stimmt, wir müssen müssen noch mal so Bilder darüber, reinschneiden. wir müssen noch mal darüber reden, dass du mal ultra das Tier warst. Nicht ultra das Tier, sagen wir mal sowas zwischen dir und Tommy. Du Wichser. Wir sind da. Danny, bist du ready für Training mit Tommy? Und ready. Guten Morgen, Kevin. Hi, was geht? Was machst du da? Ich prepare jetzt unser Filmset für heute vor. Equipment. Guck Hier mal, sind wie die- scheiße er aussieht. ich habe auch noch Rotze, glaube ich, in der Nase. Ich habe hier die Akkus sind hier für die Kamera. Hier ist die Kamera. Hier ist das Richtungsmikrofon. Das ist unser Personal Coach für Da heute. ist der Personal Coach. Tommys Wohnung. Ja, Da ist er. Er ist bereit, uns einzuheizen, oder? Selbstverständlich. Ich habe da was richtig Schönes überlegt. Echt? Oha. Kevin, bist du auch bereit? Ja. Bist du bereit, ein Tier zu werden? Ich bin bereit geboren. Bereit oder breit? Breit geboren. Thanks, Daddy. For the good genes.
Genau, Tommy, also generell wollen wir ein paar Übungen irgendwie rausfinden, wir reden immer von Low-Hanging Fruits, die man so als Normalo, als jemand, der irgendwie 9 to 5 arbeitet, viel zu tun hat, die man irgendwie immer unterbringen kann. Ja, okay. So Grundübungen, würde ich sagen. Ja. Hast du da ein paar im Kopf? Selbstverständlich. Und die wir dann vielleicht gleich mal machen können. Selbstverständlich. Wie du schon sagst, wir müssen immer den größten Benefit von Übungen mitnehmen. Ja. Also sollten wir Mehrgelenksübungen mitnehmen. Und dadurch, dass du sagst, hier jede Muskelgruppe bestmöglich abdecken, ohne dass er vielleicht maximal hypertrophiert wird. Der breiteste ist hier vielleicht für dich jetzt nicht so wichtig. Ja. Das heißt, wir sollten jede Bewegung, die wir irgendwo im Körper haben, einmal abdecken. Das heißt, wir sollten irgendetwas über den Kopf wegdrücken, sprich Schulter. Wir sollten irgendetwas von uns wegdrücken für die Brust. Wir sollten aus verschiedenen Winkeln etwas ziehen für unseren Rücken. Am besten horizontal und vertikal. Bedeutet Rudervarianten, Klimmzüge, gerne auch unterstützte, wenn du noch keine freien kannst. Ja. Wir sollten etwas Schweres vom Boden abheben, Kreuzheben, damit wir uns unseren Rücken vor allem extrem stärken. Wir sollten eine kniebeugende Bewegung haben, das heißt eine schöne Kniebeuge oder eine Hackenschmidt, wenn man sowas hat. Ja. Wir sollten etwas für die hintere Kette tun, für unsere Po und die hinteren Oberschenkel. Bedeutet ein rumänisches Kreuzheben. Dann haben wir einmal alle Muskelgruppen abgedeckt. Wenn du jetzt natürlich noch ein bisschen Optik dabei haben willst. Genau, das wäre jetzt nur Performance. Genau, das wäre rein Performance und gesundheitlich betrachtet. Okay. Wir haben alle Bewegungen abgedeckt. Ja. Und wenn du dann natürlich gerade als Mann noch auf dicke Arme stehst, macht es natürlich noch Sinn, einmal Bizeps und einmal Trizeps einzubauen. Ja. Dann hast du eigentlich einen ziemlich guten Ganzkörperplan. Okay. 2 kurze Einschübe. Der Kevin kann noch keine Klimmzüge so. Und auf dicke Arme steht er anscheinend auch nicht. Anscheinend. Deswegen habe ich so eine dicke Regenjacke. Er ist wie Obelix, er will so dick aussehen. Alter, wir sind jetzt hier. Let's go. Große Empfehlung. Ist die Tür breit genug, ist die Frage. Immer nur seitlich reingehen. Euch diese Maschine an, Junge. Das ist brutal. Krass, dass wir genauso Guck werden dir ihn an. nach einem Tag Ja, trainieren. krass. Das ist mega. So wollen wir gleich auch aussehen. Oh my God, let's go. I know they waiting on me. I know they waiting on me. The world is waiting on me. The world is waiting on me. Yeah, I know they waiting on me. I see them waiting on me. The world is waiting on me. Yeah, they hear me coming. They hear me coming. I'm on my way. I know they waiting on me. I see them waiting on me. The world Also is du hast ja eben gerade gefragt, warum überhaupt so viel Muskulatur? Ja. Muskulatur ist ja, also viele gehen ins Fitnessstudio mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass sie sagen, hey, ich möchte Muskulatur aufbauen, ich möchte mich wohler fühlen, ich möchte besser aussehen. Das ist ja also erstmal hingestellt, ob das wirklich schöner ist. Einige finden es nicht schön, ich finde es persönlich sehr schön, aber das ist erstmal nicht eigentlich der Grund. Muskulatur hat am Ende ja auch eine riesen Schutzfunktion. Muskulatur schützt uns, gerade wenn wir älter sind, dass wir auch mal fallen können und geht von mir aus am Anfang hin ins Studio, um ästhetisch besser auszusehen. Aber denkt vor allem dran, alles, was wir in jungen Jahren jetzt an Muskulatur aufgebaut haben, wird uns im hohen Alter oder im Alter einfach nur Benefits bringen, weil desto älter du wirst, du kannst immer noch Muskeln aufbauen, aber es wird natürlich alles etwas schwieriger. Wir haben sowas wie das Muscle-Mind-Gedächtnis, ganz einfach erklärt, unser Körper, unser Gehirn erinnert sich daran, ich hatte doch schon mal die Muskulatur, also baue ich die auch wieder ziemlich schnell auf. Und alles, was wir hatten, wird uns im hohen Alter nur Benefits bringen und deswegen solltet ihr ins Fitnessstudio gehen. Okay. Es ist jetzt nicht so, als ob wir die Frage zum 3. Mal stellen, gell, Tommy? Weil was mit der Aufnahme nicht geklappt hat, ist nicht so. Genau, also ich bin immer so ein Fan, ich gehe gerne ins Studio, wir gehen ein bisschen laufen, machen ein bisschen Yoga zum Aufwärmen. Und dann meinte so Tommy, nee, wir gehen gleich ans Gerät. Und dann meinte ich, hä?
wir wärmen uns nicht auf und da hat er eine ganz gute Antwort drauf. Genau, und zwar dieses typische ich gehe mal aufs Laufband, mich aufwärmen, ist nichts Verkehrtes, denn vielleicht bringt es dir was, um in den Fokus reinzukommen, so ein bisschen in den Modus zu sein. Aber danach solltest du dich hoffentlich sowieso nochmal an der Übung, beispielsweise jetzt an der Hackenschmidt, nochmal spezifisch aufwärmen. Warum? Desto spezifischer eine Bewegung ist, desto besser ist es. Und wenn wir jetzt gleich diese Übung sowieso als Hauptfokusübung nehmen, dann sollten wir uns auch auf diese Übung mit 2 bis 3 Aufwärmsätzen an unser Arbeitsgewicht rantasten. Ich werde jetzt einmal das Gewicht komplett ohne Gewicht machen, dann werde ich einen 20er draufpacken, noch einen 5er und dann bin ich wahrscheinlich schon bei meinem Arbeitsgewicht angekommen. OMG. Oh my God. Let's go. Versucht immer direkt so tief wie irgend möglich in die Übung reinzugehen, weil letztendlich wollen wir, außer du bist verletzt, wollen wir immer in die komplette Range of Motion gehen. Bedeutet, desto mehr Bewegungsradius, desto besser. Wenn ihr nicht tief genug runterkommt, dann würde ich mal überlegen, ob vielleicht meine Sprunggelenks- oder Hüftmobilität ein bisschen eingeschränkt ist und dann würde ich daran arbeiten. Das ist jetzt eine der Grundübungen, die du auch empfehlen würdest, die Absolut, sozusagen richtig. jeder in seinen... Warum bin ich so ein großer Fan von der Hackenschmidt-Maschine? Wenn wir uns das beispielsweise eine Kniebeuge anschauen. Kniebeuge wird ja immer noch und ist auch irgendwo so als die Königsdisziplin für die Beine propagiert. Und da ist auch nichts Verkehrtes dran. Ja. Ich finde einfach nur persönlich ist die Kniebeuge technisch extrem anspruchsvoll. Wir müssen auf Hüfte achten, auf Sprunggelenk achten. Beugen wir uns zu stark nach vorne, der Unterrücken wird extrem mit eingebaut. Und das ist für viele Anfänger oder auch für viele Fortgeschrittene extrem schwierig. Denn letztendlich wollen wir ja unseren Oberschenkel trainieren. Ja. Und dafür ist eine Hackenschmidt, wenn man so ein tolles Gerät hat, extrem genial, weil letztendlich ist es eine geführte Kniebeuge. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn ich hier nicht mehr hochkomme. Scheiße, ich komme nicht mehr hoch. Naja gut, dann krabbel ich hier eben raus. Ja. Bei einer Kniebeuge hingegen ist es extrem schwierig, weil du musst das Gewicht wirklich fallen lassen. Und du musst natürlich immer irgendwo denken, schaffe ich die letzte Wiederholung noch. Und hier etwas Geführtes zu haben, finde ich viel, viel besser. Und würde ich auch jedem Anfänger empfehlen, so von nach innen. Ja. Und jetzt geht es so tief wie möglich runter, 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 runter. Erst rückwärts, tiefer, 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 tiefer. Und jetzt geht's so, und jetzt geht's so. Wunderbar, okay. Mobilität ist da. Sehr schön, Das Yoga hat sich gelohnt. sehr schön. Yeah, I know they waiting on me. Zu diesen Knees over Toes Guy. Ja, Der ist ja auch ein richtiger Fan von, deswegen fand ich es ganz interessant, dass du gerade von Full Range of Motion geredet hast. Bist du auch der Meinung, dass Fitnessstudio auch die Mobilität verbessern kann? 100%ig. Ich zeige auch gleich mal ein gutes Beispiel. Mache aber noch erstmal 4 Wiederholungen. Immer wenn ich das sage, werde ich so ein bisschen angeguckt, als hätte ich etwas gegen Dehnen. Ja. Ich bin nicht gegen Dehnen. Aber wenn wir Full Range of Motion trainieren, haben wir eine Dehnung dabei. Wenn wir ein rumänisches Kreuzheben machen und wir haben hier die Stange und wir gehen den kompletten Bewegungsradius runter, naja, dann haben wir ja genau diese Dehnung. Ja. Und deswegen bin ich ganz klar dem Verfechter, dehnen schön und gut, wenn du Probleme hast, in eine Position zu kommen. Ja. Aber ansonsten mach halt deine Übung über einen kompletten Bewegungsradius, Ja. dann hast du schon deine Dehnung dabei. Ja. Da musst du nicht nochmal nach dem Training nochmal 15 Minuten dehnen. Das ist für mich die größte Zeitverschwendung. Ja. Wenn ich dann von 45 Minuten mich noch 15 Minuten dehne und am besten noch 10 Minuten aufwärme, dann habe ich halt 20 Minuten gefühlt für ein Workout. Das bringt nichts. Ja. Kompletter Bewegungsradius und dann brauchst du dich nicht noch mal zusätzlich dehnen. Das ist halt vor allem interessant für Leute, die halt wahrscheinlich nicht so viel Zeit haben, Genau. weil ich wäre jetzt genau derjenige, der 15 Minuten vorher aufwärmt und Genau. dehnt und dann nochmal im Arsch und nochmal und gar nicht trainiert. Und deswegen sehe ich so aus. Und Tommy so. Und dann noch eine wichtige Sache, wenn du dich unbedingt dehnen willst, weil es dir gut tut, dann versuch das aber so weit wie möglich weg von deinem Krafttraining oder vom eigentlichen Training zu machen. Das heißt, du gehst morgens laufen oder du gehst morgens trainieren, wie wir jetzt, dann dehn dich abends oder optimalerweise an einem separaten Tag. Ja. Ein richtiges Dehnprogramm kann Muskelschaden hervorrufen. Wir haben den Muskel jetzt in unserem Training schon extremst gereizt Ja. und dann stell dir es wie einen Schlauch vor, der ist schon ganz schön gereizt und du ziehst noch mal mehr dran über das Dehnen. Am Ende geht ja vor allem alles darum, wenn man mehrmals die Woche trainiert, wie schnell kann ich regenerieren, um wieder Gas zu geben. Und das ist eben das große Problem. Viele dehnen sich 20 Minuten und wundern sich, dass danach der Muskelkater schlimmer ist wie zuvor, weil wir den Muskel beanspruchen. Ja. Wir Ja. dehnen diesen und das Ja. wollen wir nicht. Hier nochmal, wie es richtig aussieht, wenn der Profis macht. Mit ordentlich viel Gewicht. Aber nur weil er es halt schon kann. The world is waiting on
me. The world is waiting on me. Yeah, they hear me coming. They hear me coming. I'm on my way. Okay, was machen wir jetzt, Tommy? Also wir machen jetzt rumänisches Kreuzheben. Wir hatten eben, bei den Hackenschmidt hatten wir den Fokus hier auf den vorderen oberen Schenkel. Ja. Und jetzt gehen wir hier an die Hamstring. Und der Po ist natürlich mit dabei. Und noch eine ziemlich coole Sache, wir haben natürlich auch noch den Lendenwirbel, also den Rückenstrecker da mit dabei, damit wir einfach nicht nach vorne einfach umkippen. Das heißt, das ist für mich so die Übung, wenn du Probleme mit dem hinteren Oberschenkel hast und immer wieder verletzt bist. Ja. Jemand, der viel sitzt, trainiert eure Hamstrings und dafür ist das rumänische Kreuzheben eine extrem geile Übung. Ja. Aber vielleicht nicht gleich mit Tommy-Gewicht starten, oder? Vielleicht nicht direkt damit, ja. Okay, ja geil, let's start. Okay. Also, wir packen erstmal hier, wo das Geriffelte beginnt. Das heißt, bei den meisten ist es immer so, dass das circa schulterbreit ist. Unsere Hände sind dementsprechend mehr oder weniger direkt an unseren Oberschenkel dran. Wir heben raus, 2, 3 Schritte zurück, Füße zeigen nach vorne, Brust raus, Schulter zurück, dass wir hier wirklich auch die Spannung erzeugen können. Jetzt atmen wir einmal tief ein und schieben jetzt unsere Hüfte nach hinten und die Beine sind möglichst weit durchgestreckt. Bedeutet, Hüfte nach hinten, ich schaue gerne nach oben, damit ich meinen Rücken aufrechterhalten kann. Und irgendwo zwischen Kniescheibe und Schienbein solltest du jetzt im Hamstring, im hinteren Oberschenkel die größtmögliche Dehnung spüren. Und dann strecken wir die Hüfte. Hüfte, 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 Hüfte und Streckung. Wie viel? 170 Kilo? Das sind 170, ja. Shit, Alter. Ich war gerade bei 10 auf jeder Seite. 17 Mal stärker als du. Der ist 17 Mal stärker als ich. 17 Mal Benji against me. Okay, schauen wir mal, ob er das überhaupt kann. Entweder, wenn ich Hilfe brauche, suche ich mir entweder 17 Bennys oder einen Tommy. Hier ist der Beweis, 170 Kilo. Wer der denn jetzt wirklich? Wie viele Sätze, Wiederholungen empfiehlst du da? Also, wie viele Sätze und wie viel Wiederholung ist natürlich so eine Sache. Du kannst, und das wissen wir auch mittlerweile, du kannst mit gefühlt jeder Wiederholungszahl kannst du Muskulatur aufbauen. Du kannst von 3 bis 30 bis 40 bis 50 Wiederholungen kannst du Muskeln aufbauen. Ich muss aber ganz klar sagen, mach mal eine Kniebeuge mit 50 Wiederholungen, da wird immer der limitierende Faktor kardiovaskulär sein. Das heißt, du kommst außer Puste, aber dein Oberschenkel ist noch nicht platt. Ihr müsst euch immer merken, wir wollen im Krafttraining immer als limitierenden Faktor die Zielmuskulatur haben. Anfänger müssen ein bisschen mehr Sätze machen, weil sie ein bisschen an der Muskulatur vorbei trainieren. Und das dauert einfach seine gewisse Zeit, um da besser drin zu werden. Okay, das heißt Benny als komplett blutiger Anfänger. Da ist er jetzt für mich da, dass er danach direkt den Muskel ansteuern kann. Progressiv arbeiten. Und progressiv bedeutet, dass wir mehr Wiederholung oder mehr Gewicht drauf packen. Und es scheint so zu sein, dass die mechanische Last, das heißt mehr Gewicht, der wichtigste Faktor ist für Hypertrophie, bedeutet für Muskelaufbau. Nicht der einzigste, aber eben es scheint so zu sein, dass es der wichtigste ist. Dementsprechend draufpacken, solange die Technik passt. Ja, also werde stärker, Kevin. Guck dich mal an, werde einfach stärker. Let's go! I know they waiting on me. I know they waiting on me. The world is waiting on me. The world is waiting on me. Okay, jetzt machen wir eine der Königsdisziplinen, oder? Genau. Klimmzüge, breite Klimmzüge für den Rücken vor allem. Also erstmal musst du schauen, kannst du freie Klimmzüge bereits durchführen. Wenn nicht, gibt es verschiedene Möglichkeiten, um da dran zu kommen. Ich finde persönlich die beste ist diese Klimmzugmaschine, wo du ein bisschen Gegengewicht einstellen kannst. Oder du springst dran und lässt dich ganz langsam wieder nach unten fallen. Eine Möglichkeit wäre auch noch mit Widerstandsbändern zu arbeiten. Widerstandsbänder sind aber genau gesehen nicht die beste Variante, weil wir einfach andere Lasten auf unserem Körper haben und die sind eben unterschiedlich zum normalen Klimmzug. Wir können jetzt schon freie Klimmzüge und dementsprechend werden wir jetzt auch schön frei durchziehen. Genau, also wir beide, Tommy. Kevin kann es ja noch nicht.
Und jetzt nach einmal Training mit mir wird das funktionieren. Genau. Okay, wir schauen uns das jetzt mal an hier. Fünf Minuten mit mir trainiert und jetzt kann er schon Weltmeister. Ja, krass. Natürlich muss man hier auch all out. Klimmzug immer absolutes Muskelversagen. Da bleibt nichts. No. Jetzt, da gehen noch zwei. Da gehen noch zwei. Der Schlüssel Hoch zum damit. 15. Jawohl. Alter. Jawohl, Kevin. Maschine. Und raus. Und komm, und raus. Jawohl. Alter, du hast 16 Stück hast du gemacht. Richtig gut. Wie viel hat er denn? Geil, stark. Klimmzüge sind ja per se irgendwie schon schwierig. Wie packt man es da so ans nächste Level zu kommen? Du machst 2 bis 3 Sätze und du bist mindestens eine Wiederholung besser wie zuletzt. Und wenn du meiner Meinung nach so ab 15, 16 Wiederholungen kann man schon mal versuchen hier über Zusatzgewicht. Das ist ja das Schöne, die guten Fitnessstudios haben 1,25, 2,5 Scheiben und die hängst du dir dran und dann hast du schon eine Steigerung. Und ansonsten vor allem machen. Yeah, let's go. I know they waiting on me. I know they waiting on me. The world is waiting on me. The world is waiting on me. Yeah, I know they waiting on me. I see Tommy, nächste Übung. Also wir gehen Was jetzt geht ab? zu den drückenden Übungen. Das heißt, Brust wird jetzt vor allem mit beansprucht werden. Warum gehen wir nicht ans klassische Bankdrücken, wie es ja jahrelang auch jeder nur gemacht hat und das ja auch so ein Maßstab ist, wie männlich man ist. Wie viel drückst du auf der Bank? Ist ja wohl mittlerweile die erste Frage in der Disco, wo du jemanden stellst. Und wie viel drückst du, Tommy? Alles. Ich drücke alles. Alles, okay. Nein, ich habe seit Jahren kein Bankdrücken mehr gemacht und werde jetzt auch darauf eingehen, warum. Ich trainiere zu 90-95% alleine und du kannst, meiner Meinung nach, kannst du nicht alleine ans absolute Maximum gehen beim Bankdrücken, denn ich hatte es einmal, dass ich 145 Kilo über den Bauch abrollen musste und ich sage euch, das ist kein schönes Gefühl, wenn du denkst, dass vielleicht gleich wirklich irgendwelche Organe platzen, weil 145 über den Bauch abrollen ist sau unangenehm. So, Das also was wirklich mache ich? unangenehm. Das ist richtig unangenehm. Dementsprechend habe ich mir überlegt, okay, was kann ich machen? Entweder du hast eine geile geführte Bankdrücken, das haben einige Studios, oder wo ich halt wirklich ein riesen Fan davon bin, ist, du gehst an die Kurzhanteln. Warum? Naja, du hast bei den Kurzhanteln sowieso einen besseren Stretch als beim klassischen Langhantelbankdrücken. Da kannst du überhaupt nicht so tief in den Stretch reingehen. Und im allerschlimmsten Fall, wenn du nicht mehr hochkommst, naja, lässt das Gewicht halt fallen. Also, rausheben. Hier ist erstmal noch nicht das Problem. Und jetzt strugglen schon viele, wie sie jetzt überhaupt gleich die Hantel nach hinten bekommen. Ja. Meine Empfehlung, Kurzhantel vorne, mehr oder weniger aufs Knie. Und jetzt kickst du die sozusagen einfach mal nach hinten. Jetzt liegen sie auch richtig. Ich persönlich habe die Ellenbogen ein bisschen eingedreht, weil wir hier nicht so eine große Last auf den Schultern haben. Und trotzdem komme ich eben verdammt gut in die maximale Dehnung rein. Drück jetzt hier raus, hier habe ich trotzdem die volle Last. Und sobald ich jetzt runtergehe in die Dehnung, drehe ich wieder ein bisschen ein, bis runter zu meinen Schultern. Mehr Mobilität ist nicht möglich, weil es physikalisch einfach nicht geht. Und dann drücke ich hier wieder schön zusammen. Trotzdem die Dehnung in der Brust. Komplett. let's go. I know they waiting on me. I know they waiting on me. The world is waiting on me. The world is waiting on Also jetzt hier nochmal so eine allgemeine Sache. Wir zeigen jetzt einfach eine Übung, mit der du deine Brust maximal trainieren kannst. Die wird wachsen, um natürlich aber eine komplett volle Brust zu bekommen, sage ich mal, also noch voller alles zu machen, dann sollst du in verschiedensten Winkeln arbeiten. Das heißt einmal flach, einmal schräg und einmal etwas von außen nach innen, um einfach fit zu sein, gesund zu sein, natürlich auch die nötige Muskulatur für später, fürs Alter zu haben. Dann reicht diese Übung eben meiner Meinung nach komplett aus. Yeah, lightweight, baby. Yep.
gehen wir zum Schulterdrücken. Wir müssen über Kopf stark werden. Das geht eben nur über Schulterdrücken. Warum? Erstmal ist es eine verdammt natürliche Bewegung, wo du auch öfter mal im Alltag brauchst, irgendetwas nach oben wegdrücken. Zweiter sehr wichtiger Grund ist, unsere Schulter ist einfach nur über Bänder gestützt. Wenn wir hier nicht stark genug sind, ist natürlich auch die Verletzungsgefahr sehr, sehr groß. Und dementsprechend gehen wir jetzt an die Kurzhanteln hin. Das kann nämlich jeder wirklich komplett nachmachen. Auch hier das gleiche Spiel. Packt eure Hanteln beim Kurzhanteldrücken hier auf den Oberschenkel, dass ihr die jetzt auch wirklich schön hochkicken könnt. Denn irgendwann wird es schon wirklich schwer, die hochzubekommen. Okay, bereit, Benji? Yes. Hüpp. Und komm, und 2, sehr schön. 3. Okay, Benny, du hast mich eben gefragt, wenn wir viel sitzen, was können wir machen? Also, wenn wir erstmal viel sitzen, haben wir eine große Innenrotation in der Regel. In der Regel sind wir nicht den ganzen Tag so da, sondern wir kugeln es irgendwann zusammen. Und da finde ich einfach Facepulse eine super Variante, weil du eine schöne Außenrotation hast, eine Außenrotation in den Rotatormanschetten, wo wir in der Regel schon nicht so gut aufgestellt sind oder in der Regel schwächer sind. Und gleichzeitig können wir aber hier auch wirklich die Schulter mitwandern lassen und den Trapez damit richtig schön beanspruchen. Bedeutet, wir brauchen hier so ein Rope, so ein variables Seil. Wir setzen uns. Warum setzen wir uns? Damit wir hier noch mehr Stabilität haben. Wir stützen uns hier dagegen ab. Und jetzt versuchen wir dieses eiserne Stück auf unsere Stirn zu ziehen. Ellenbogen schön raus. Und dann lassen wir richtig schön die Schulter mitwandern. Okay, Letzte Übung. Als letzte Übung ist für mich eine Rudervariante in irgendeiner Art und Weise essentiell, weil es einfach extrem geil ist für den Rücken. Viele führen die Übung wie folgt aus. Und da ist nichts verkehrt dran und du wirst dir nicht wehtun, das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber es ist auch weit entfernt von optimal. Warum? Wir wollen ja optimalerweise auch einen maximalen Stretch, eine maximale Dehnung wieder dabei haben. Bedeutet, wir gehen auch wirklich mal in den Stretch rein. Das heißt, wir schieben den Hintern nach hinten und ziehen jetzt ran und gehen aber auch hier wieder fast komplett zurück, sodass wir jetzt eingerundet sind. Das wollen wir auch. Und dann ziehen wir wieder ran. Wir haben die gleiche Übung, haben aber hier viel mehr Stretch und kommen so eben auch besser an den Latissimus ran, an den breiten Rückenmuskel. In der Variante sehen wir jetzt ganz klar, wenn es sich jetzt hier nach vorne legt, hier arbeitet der Latissimus wesentlich mehr. Er ist maximal auf der gedehnten Position. Und das wollen wir. Das kriegen wir in der Variante, wo man sonst immer sieht, überhaupt nicht so hin. Was anstrengend, Benji? Ja. Natürlich ist auch der Trapezius, also Benji, dreh dich mal um, Trapezius ist hier der innere Muskel sozusagen, der Kapuzenmuskel, der wird auch immer mitarbeiten, gerade wenn die Schultern mit nach vorne wandern. Aber dadurch, dass wir eben in diese vorgedehnte Position kommen, arbeitet hier der Latissimus, der breite Rückenmuskel, viel, viel mehr mit. Okay, das wollen wir. Und das wollen wir in dem Fall. Let's go! I know they waiting on me. I know they waiting on me. The world is waiting on me. The world is waiting on me. Der ist komplett am Arsch vom Training. Der kann gar nichts mehr. Er kann nichts mehr, der Junge. Konnte doch nie was. Allgemein würde ich halt mal ganz klar sagen, mach es zu einer Priorität. Du hast abends viel um die Ohren oder du weißt aktuell, dass du aufgrund von verschiedensten Projekten oder was auch immer es abends nicht schaffen könntest.
dann gehst du verdammt nochmal morgens. Das ist vielleicht nicht das Beste, du fühlst dich auch gerade die ersten Male echt nicht gut, aber du lernst es halt einfach durchzuführen. Und egal was abends passiert, du musst länger auf der Arbeit bleiben, du triffst dich mit Freunden, du gehst ins Kino, irgendwas mit den Kids oder, mach es morgens um 6 Uhr. Es gibt keine Chance, dass um 6 Uhr etwas so Wichtiges, außer dass vielleicht mal die Kids krank werden, gut, es gibt immer Möglichkeiten, dass es nicht passiert, aber im Großen und Ganzen, morgens um 6 Uhr passiert gar nichts. Du kannst es einplanen. Du erzählst deinem Partner, Partnerin, deinem besten Freund, deiner besten Freundin, der engsten Familien und committe dich doch. Ich meine, natürlich intrinsisch muss das immer irgendwo passieren, aber wenn auch so ein bisschen Druck von außen entsteht, weil es ja auch andere wissen und die dann auch vielleicht ansprechen, warum du es denn jetzt wieder nicht durchziehst, hilft einfach vielen Menschen. Welcome to Grown Ups. We're here to help men grow into their best selves, whether that's as better fathers, partners, or just stronger individuals. Each episode, we dive into real-world advice from experts and experiment with different techniques that focus on holistic, physical, mental, and emotional growth. Only when we take care of our bodies, we create the space to grow mentally and emotionally, and vice versa. And let's be real, many men struggle with the emotional side, but there's no shortcut around it. We get it, and we're on this journey with you. But we also believe in having fun along the way, because you know what they say. You don't stop playing because you grow old, but you grow old because you stop playing. Chris, unsere spanische Freundin oder Freundin von Tommy. Frau. Sorry. Stimmt. So, wir haben noch ein paar Fragen. Dann schieß mal los. Also natürlich ist es immer so ein bisschen typabhängig. Rein aus der Erfahrung her kann ich sagen, dass Kerle, Männer gerne mehr Oberkörper trainieren und Frauen mehr Unterkörper. So. Und dementsprechend, wenn du 3 Einheiten zur Verfügung hast, würde ich hingehen und würde sagen, bei Männern mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Unterkörpertag, 2 Oberkörpertage. Machen wir den Oberkörper dann am Montag und am Freitag optimalerweise. Mittwochs würde dann wahrscheinlich Unterkörper stattfinden. Da müssen wir noch ein paar Übungen dazu packen. Aber ich würde dann versuchen, so weit wie möglich Pause zwischen den 2 Einheiten zu haben oder eben 3 Ganzkörpertage. Bei Frauen wahrscheinlich eher 2 Unterkörpertage, 1 Oberkörpertag. So. Oh, wir kriegen unser Essen. Dankeschön. Lecker. Ob wir das essen dürfen, Tommy? Selbstverständlich. Natürlich dürfen wir nicht vergessen, was wir heute überhaupt nicht gemacht haben, aber das finde ich, musste man nicht abfehlen. Gehört natürlich auch Ausdauertraining, ganz klar für ein gesundes Leben dazu. Was sollte man unterbekommen? Da gehe ich mit der World Health Organization, mit den Leitlinien ziemlich mit. Das bedeutet 150 Minuten mindestens die Woche eine Kombination aus Kraft- und Ausdauertraining. Das finde ich echt eine gute Sache. Rein von den Übungen her, wie gesagt, kann man die schon sehr gut so einbauen, weil das einfach richtig tolle Übungen sind. Mehrgelenksübungen in Kombination dann eben nochmal mit Ausdauertraining. Okay, also so Summary-mäßig, wenn man sich jetzt nichts aus diesem Video behalten hat, dann ist so eine Faustregel 150 Minuten mindestens pro Woche, Kombination Ausdauer und Kraftsport. Okay, perfekt. Das Training, was wir jetzt gerade gemacht haben, Ja. wenn man sagen würde, man schafft es nur 2-mal, weil man noch anderen Sport machen will, man schafft es 2-mal ins Training. Dann einfach genau 2-mal diese Trainingstage, Genau. das wäre Richtig. eine gute Rundum. Ja, richtig. Und wenn du dann natürlich sagst, das ist ein bisschen viel, wir hatten ja heute ein paar Übungen, dann würde ich einfach versuchen, die beiden Unterkörper, das heißt ein Hack Squat und das rumänische Kreuzheben, würde ich immer dann mitnehmen. Und dann würde ich nochmal versuchen, eine Rücken-, eine Brustübung und eine drückende Übung einzubauen und am anderen Tag dann eben den Rest. Und dann natürlich auch so ein bisschen Präferenzsache. Am Ende muss Training auch Spaß machen, wenn es dann auch wirklich Übungen gibt, wo dir nicht so viel Spaß machen, dann lass die eher ein bisschen außen vor. Wenn du Spaß hast, gehst du regelmäßig ins Training. Ja, Tommy, du hast ja den Benny heute im Spiegel gesehen.
Und zu Recht hat er die Frage, warum trainiert ihr denn keinen Bauch? Also, das ist eigentlich ziemlich einfach. Lauch. Also, Bauchtraining, also man muss ja ganz klar sehen, der Bauchmuskel ist ein Muskel wie der Bizeps, wie der Trizeps, das ist ein Muskel. Wenn wir extrem viel Bauchtraining machen, was passiert? Wir haben Körperfett wahrscheinlich drüber, zu viel Körperfett, dann wird dein Bauch erstmal dicker aussehen, obwohl du mehr Muskulatur hast. Logisch, wenn wir wirklich den Bauch positiv verändern wollen, das heißt, du möchtest das Sixpack als Mann haben oder du möchtest einen flachen Bauch, Ästhetisch, ja. Dann wird nichts an einer zielorientierten Ernährung vorbeiführen, denn wir müssen Körperfett reduzieren. Vielleicht nochmal an den Benny gerichtet, also Benny, wenn du... Ich habe eigentlich starke Lust. Also wirklich Ernährung, wir müssen den Körperfett reduzieren und das funktioniert nur, indem wir weniger Kalorien zuführen, als wir verbrennen. Und dann natürlich eine gewisse Portion Geduld und eine ausreichende Menge an Eiweiß. Jetzt vielleicht noch ein kurzer Schwenk auf was du da vor dir hast, Benny. Ein schönes Pistazienkonto.